Gibt es eigentlich günstige Elektroautos? Elektroautos sind zwar teurer in der Anschaffung, aber holen über die Jahre einen ordentlichen Preisvorteil raus. Mit einem Elektro-Kleinwagen steigst du preislich niedriger ein und hast genauso viel Spaß wie mit den großen. In der Stadt sogar deutlich mehr. Ich zeige dir jetzt ein paar Modelle, die du dir unbedingt ansehen solltest. Eines schon mal vorweg: Das perfekte E-Auto für alle Menschen gibt es nicht. Jeder Mensch hat eigene Bedürfnisse. Vielleicht musst du jeden Tag lange Strecken fahren und möchtest daher möglichst weit ohne Stopp an der Ladestation kommen. Dann ist ein E-Auto mit einer möglichst hohen Reichweite das Richtige für dich. Vielleicht bist du aber auch in der Stadt zu Hause oder suchst einen Zweitwagen, bei dem du nicht bei jeder Parklücke überlegen musst, ob du nun da reinpasst oder eben nicht. Dann ist ein Elektro-Kleinwagen vermutlich genau das, was du suchst. Das Schöne, auch hier gibt es mittlerweile eine große Auswahl an kleinen E-Autos, die trotzdem ausreichend Platz bieten. Einige Modelle stelle ich dir im Folgenden vor. Aber halt, was ist überhaupt so besonders an Elektro-Kleinwagen? Sprich, welche Vorteile bietet ein Elektro-Kleinwagen? Wenn du schon alle Vor- und Nachteile kennst, dann kannst du übrigens auch ganz einfach hier im Video über die Kapitel direkt zu den Modellen springen. Kommen wir zu den Vorteilen. Der Name sagt es ja eigentlich schon. Der Elektro-Kleinwagen ist klein und punktet daher vor allem da, wo es auf die Größe bzw. wie in diesem Fall auf die kleine Größe ankommt. Mal nur so zum Vergleich: Ein typischer E-Kleinwagen wie der Fiat 500 Elektro, mit dem wir uns gleich auch noch genauer beschäftigen, ist zum Beispiel 3,63 Meter lang. Ein Skoda Enyaq ist 4,65 Meter lang und damit mehr als 1 Meter länger. Ein Audi e-tron kommt auf 4,90 Meter und ein Mercedes EQS sogar auf satte 5,20 Meter. Ein Elektro-Kleinwagen ist daher genau das Richtige für dich, wenn du vor allem in der Stadt unterwegs bist. Zum Beispiel findest du in einem Elektro-Kleinwagen viel schneller einen Parkplatz als zum Beispiel mit so einem großen SUV. Dazu kommt, dass die Ladeinfrastruktur in den meisten Städten sehr gut ausgebaut ist. Laden ist also jederzeit möglich. Aber häufig ist die Reichweite bei Elektro-Kleinwagen sowieso nicht so das Problem. Mal schnell in den Supermarkt, ins Sportstudio oder die Kinder irgendwo hinbringen. Mit Reichweiten von 300 Kilometern und mehr bei neueren Modellen musst du nicht befürchten, irgendwo liegen zu bleiben. Zur Veranschaulichung: Die durchschnittliche Fahrstrecke eines Pkw in Deutschland liegt bei nur 39 Kilometern pro Tag. Davon macht der Weg zur Arbeit rund 16 Kilometer aus. Schon bei einer maximalen Reichweite von 300 Kilometern ist es völlig ausreichend, den Stromer nur einmal in der Woche aufzuladen. Was du auch nicht vergessen solltest: Elektro-Kleinwagen sind in der Regel ressourcenschonender als so ein großer Stromer, da die Akkus in Elektro-Kleinwagen dann meistens auch kleiner sind als die von deutlich größeren E-Autos. Entsprechend fällt die Umweltbilanz bei den kleinen besser aus. Da die Akkus zudem die teuersten Bauteile in einem Elektroauto sind, ist der kleine Akku mit einem weiteren Vorteil verbunden. Elektro-Kleinwagen gehören häufig zu den günstigsten Elektroautos überhaupt. Auch die Differenz zwischen Stromer- und Verbrennervariante fällt weniger ins Gewicht. Durch die staatliche Kaufprämie kannst du zusätzlich gutes Geld sparen. Auch im Alltag bist du normalerweise mit einem Elektro-Kleinwagen günstiger unterwegs. Die kleinen Elektroautos benötigen weniger Strom. Aufgrund ihres geringeren Gewichtes sind sie häufig sparsamer im Verbrauch als große, schwere E-Autos und lassen sich so kostengünstiger betreiben. Und wegen der kleineren Akkus sind die Ladezeiten ebenfalls meist überschaubar. Doch wo Licht ist, ist meist auch Schatten. Ein paar kleine Nachteile haben Elektro-Kleinwagen nämlich auch. Natürlich nur kleine. Gerade auf der Langstrecke erweist sich der kleine Akku manchmal als hinderlich. Wer also häufig längere Strecken fahren muss, ist vielleicht mit einem E-Auto aus der Mittelklasse besser unterwegs. Aber auch hier gibt es bereits kleine Stromer, die weitere Strecken schaffen. Und bei Kleinwagen muss man leider immer auch sagen, das Platzangebot ist natürlich beschränkt. Mit 4 Personen und viel Gepäck in den Skiurlaub oder zum Badestrand fahren, das macht in einem kleineren Elektroauto ja nur bedingt Spaß. Auch Familien mit mehreren Kindern sollten sich nach einem größeren Modell umsehen. Der Elektro-Kleinwagen wäre dann eventuell als Zweitwagen ideal, zum Beispiel für die kürzeren Pendelstrecken zur Arbeit. Ja, nein, vielleicht. Du bist jetzt immer noch unsicher, ob ein kleiner Stromer für dich in Frage kommt. Kein Problem, hier nur für dich nochmal in der Zusammenfassung die Vorteile und Nachteile. Die Vorteile: Der Kaufpreis ist relativ niedrig. Der Preisunterschied zu Verbrennermodellen ist gering, vor allem mit der Umweltprämie. Elektro-Kleinwagen sind sparsam im Verbrauch. Die Ladezeiten sind kurz und sie sind in der Stadt deutlich praktischer als die großen.
Es gibt aber auch Nachteile. Sie haben häufig geringere Reichweiten als höherklassige Elektroautos. Das Platzangebot ist eingeschränkt und die Sicherheit kann geringer ausfallen. Der erste Elektro-Kleinwagen, den ich dir vorstellen möchte, ist ein echter Klassiker. Der Fiat 500 Elektro. Der Fiat 500 ist ein waschechtes Stadtauto und seit 2020 als Fiat 500 Elektro auch als Elektroauto auf den Straßen unterwegs. Anstatt den Verbrennungsmotor einfach durch einen E-Motor und die entsprechende Technik zu ersetzen, wurde der Fiat 500 Elektro komplett auf einer eigenen Plattform entwickelt. Und dadurch haben die Verbrenner und die Elektrovariante nur noch die knuffige Optik gemein. Auch wenn der Stromer insgesamt etwas gewachsen ist, ist er mit 3,63 Metern Länge, 1,68 Meter Breite und 1,53 Meter Höhe nach wie vor das ideale Fortbewegungsmittel für die Stadt. Den kleinen Flitzer gibt es als Dreitürer oder in der Ausführung 3+1 mit einer zusätzlichen kleinen Extratür auf der rechten Fahrzeugseite. Dadurch wird das Einsteigen in den Fond oder die Montage eines Kindersitzes viel einfacher. Entscheidest du dich für die Variante mit dem 42 Kilowattstunden großen Akku, bringt dich der Fiat 500 Elektro aber auch weit über die Stadtgrenzen hinaus, und zwar bis zu 320 Kilometer nach WLTP-Testverfahren. Die Basisversion mit 23,8 Kilowattstunden soll laut Herstellerangaben immerhin noch bis zu 190 Kilometer ohne Ladestopp schaffen. Braucht der Akku dann neue Energie, lädst du den Fiat 500 Elektro an einer Schnellladesäule via CCS-Stecker mit bis zu 85 kW Ladeleistung. Und das serienmäßig. Die Aufladung des leeren Akkus auf 80% dauert nur 24 Minuten. An einer Normalladesäule lädt das erste Elektroauto von Fiat mit bis zu 11 kW. Eine Vollladung dauert entsprechend länger und kann mehr als 4 Stunden in Anspruch nehmen. Was Schnellladen eigentlich bedeutet und wo der Unterschied zum Normalladen liegt, das habe ich dir übrigens in einem anderen Video zusammengefasst. Den Link dazu findest du unterhalb des Videos in der Infobox. Und damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst, würde ich mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst und übrigens die Glocke auch noch drücken. In Sachen Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit muss sich Fiats Elektro-Kleinwagen überhaupt nicht verstecken. Von 0 auf 100 km/h beschleunigt er in 9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 150 km/h und ist damit für einen Kleinwagen absolut ausreichend. Apropos Geschwindigkeit, ein wirklich witziges Detail möchte ich dir nicht vorenthalten. Bist du zum Beispiel in einer verkehrsberuhigten Zone mit weniger als 20 km/h unterwegs, dann spielt der Fiat 500 Elektro jetzt nicht irgend so einen Elektro-Sound, sondern Musik. Und zwar die Titelmelodie aus dem Film Amarcord von Federico Fellini. Oh, va bene. Für einen Kleinwagen hat der Fiat 500 Elektro erstaunlich viel Sicherheitstechnik serienmäßig an Bord. Neben einem autonomen Notbremsassistenten kannst du dich auf ein aktives Spurhaltesystem mit automatisiertem Geschwindigkeitsassistenten und eine Fahreraufmerksamkeitserkennung verlassen. Preislich ist der Fiat 500 Elektro ab 31.000 € zu haben. Und ziehst du davon den Umweltbonus in Höhe von 6.750 € ab, bekommst du ein praktisches Stadtauto mit einer soliden Ausstattung für weniger als 25.000 €. Kommen wir nun zu einem anderen Auto, dessen natürlicher Lebensraum ebenfalls die Stadt ist, der Opel Corsa E. Der Corsa gehört zu den Dauerbrennern von Opel. Der Kleinwagen ist übrigens ziemlich häufig auf Parkplätzen vor Schulen und Unis zu finden. Fast schon legendär sein Ruf als typischer Pendler-Zweitwagen. Seit über 40 Jahren gibt es den Corsa, mittlerweile schon in der 6. Generation. Die ist seit 2019 erhältlich und das erstmalig auch mit Elektroantrieb. Und der hat es durchaus in sich. Auf dem Papier stehen 100 kW, also 136 PS. Und diese Leistung kannst du aber über 3 Fahrmodi regulieren. Eco, Normal und Sport. Und selbst im Eco-Modus, der nur noch 82 PS und damit nur etwa 60% des maximal Möglichen bietet, kannst du im Verkehr auf jeden Fall gut mithalten. Wobei, Fahrspaß und Reichweite müssen sich bei E-Autos ja überhaupt nicht ausschließen. Überhaupt nicht. Und dafür ist der Corsa E ein richtig gutes Beispiel. Er verfügt über einen 50 Kilowattstunden großen Akku, wobei aus technischen Gründen dann 46 Kilowattstunden genutzt werden können. Das erlaubt eine Reichweite von bis 353 Kilometern nach WLTP-Verfahren. Der Kleinwagen unterstützt Schnellladen bis 100 kW und kann deshalb innerhalb von 30 Minuten auf 80% laden. Wer also eine längere Strecke mit dem Corsa E unterwegs ist, bekommt das locker hin. Für zu Hause empfiehlt sich das Laden per Wallbox. Dreiphasiges Laden, um die maximal möglichen 11 kW auch wirklich auszureizen, kostet leider extra. Würde ich aber dringend empfehlen.
Erhältlich ist der Corsa E übrigens ab rund 36.000 Euro. 6.750 Euro Umweltbonus können vom Kaufpreis dann noch abgezogen werden. Mit 4,6 Meter ist der Corsa E nicht gerade lang, aber das nächste Modell ist wirklich kurz. Der Smart EQ For2. Der Smart EQ For2 ist gerade mal 2,70 Meter lang und dafür ist die Höhe enorm. 1,56 Meter bietet der Smart For2 und ist damit noch ein paar Zentimeter höher als zum Beispiel ein Fiat 500 Elektro. Kompakt kann man da nur sagen. Und wie der Name schon sagt, finden nur 2 Personen Platz, die aber recht komfortabel sitzen. Auch Menschen jenseits der 1,90 Meter müssen den Kopf nicht einziehen. Und auch in der Breite wird es nicht zu kuschelig. Eine Rückbank, Fehlanzeige, klar. Konzipiert wurde der Smart EQ For2 für die Stadt. Dafür sprechen nicht nur die 6,90 Meter Wendekreis, klassenbesser kann man hier sagen, denn so wendig ist kein anderer. Selbst der Honda E mit 9,20 Meter liegt um Längen drüber. Allerdings ist die Reichweite sehr bescheiden. Mit einer Akkuladung schafft der Elektrosmart gerade mal bis zu 135 Kilometer nach WLTP. Für Pendler, die am Tag so zwischen 20 und 40 Kilometer fahren, reicht das aber allemal. Zweimal Aufladen in der Woche sollte dann genug sein. Verbaut ist eine 17,6 Kilowattstunden große Batterie. Auch hier erweist sich der vermeintliche Nachteil, also eine geringe Größe, eigentlich als Vorteil. Denn der Akku lässt sich schnell wieder aufladen. Mit dem serienmäßigen Ladegerät, das 4,6 kW liefert, dauert es zwar immer noch 3,5 Stunden, bis der Akku voll ist. Wenn du aber etwas Geld in die Hand nimmst und dir dann optional den erhältlichen 22 kW Lader für rund 1.000 Euro gönnst, dann laden die Akkus von 10 auf 80% in rund 40 Minuten. Die Basisvariante beginnt übrigens bei knapp 22.000 Euro. Vor allem in der Stadt macht das Fahren mit dem Smart EQ richtig Laune. Kurzer Radstand, weite Spurbreite, direkte Lenkung, das fühlt sich ein bisschen an wie beim Go-Kart, nur ohne das ganze Geknatter und den Gestank. Der Heckmotor mit 60 kW, also 82 PS, gibt auch ordentlich Schub. Nur außerorts schwächelt der Kleine etwas. Überholen auf der Landstraße kann der Smart zwar, aber eine Rakete solltest du nicht erwarten. Und bei einer maximalen Geschwindigkeit von 130 km/h ist dann auch Schluss. Als letztes Modell habe ich noch ein ganz besonderes Schmankerl für dich, der Microlino 2.0. Kennst du die BMW Isetta? Das war ein Gefährt, also möchte ich mal sagen, irgendwo zwischen Moped und Auto. Und gebaut wurde es Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er. Der Clou bei dem Teil, die Tür war vorn in der Front, wo bei Autos sonst eigentlich die Motorhaube ist. Beim Einsteigen schwenkte man einfach die Tür auf, also inklusive Lenkrad. Stell dir das mal vor, man klettert rein, macht die Tür wieder zu und los geht's. Platz hatte die Isetta gerade für 2 Leute. Springen wir ins Jahr 2023, der große Auftritt des Microlino 2.0. Wieso 2.0? Weil die ganze Entwicklungsgeschichte ganz schön verwirrend ist. Und parallel wohl bald bei dem Ivetta ein Microlino-Klon auf den Markt kommen wird. Hinter dem eigentlichen Microlino-Projekt, das in der Schweiz ansässig ist, steht Merlin Ubota. Der hat bereits einen 3rädrigen Elektroroller namens Microletta entwickelt und arbeitet sich nun Richtung Auto vor, beziehungsweise in Richtung eines leichten 4rädrigen Kraftfahrzeugs. Genau genommen ist der Microlino 2.0 nämlich gar kein Auto. Ubotas Vision: Elektromobilität ist für alle da. Daher soll der Einstiegspreis für den Microlino bei nur 15.000 Euro liegen. Der Haken: wegen seiner Sondergröße, also die Kategorie L7e, gibt es leider keine staatliche Förderung zum Kauf. Auch Sicherheitsfeatures wie Airbags und ESP suchst du vergebens. Die sind in dieser Kategorie gar nicht vorgeschrieben. Das Design orientiert sich an der legendären Isetta, über die ich ja vorher geredet habe. Der Microlino ist 2,50 Meter lang. 1,50 Meter breit, wobei der Microlino vorn breiter ist als hinten. Das erleichtert den Einstieg durch die Fronttür. Allerdings muss man jetzt um die Lenksäule herumklettern, bevor man sich auf die durchgehende Sitzbank fallen lassen kann. Also ich würde da Aufwärmübungen vom Losfahren empfehlen. Bei geschlossener Tür ist dann von Nostalgie gar nicht mehr so viel zu sehen. Über dem Lenkrad befindet sich ein kleines Display, das man per Touchscreen bedienen kann. Und selbstverständlich fährt der Microlino ganz zeitgemäß voll elektrisch. Der Elektromotor im Heck liefert 13 kW, also 17 PS und fährt immerhin bis zu 90 Stundenkilometer schnell.
Angesichts des geringen Gewichts von nur 450 Kilogramm braucht der Kleinwagen gerade mal 5 Sekunden, um von 0 auf 50 km/h zu beschleunigen. Vorn unter der Sitzbank versteckt liegt der Akku. Der ist in 3 Größen erhältlich. 6 Kilowattstunden in der Ausstattung Urban, 10,5 Kilowattstunden in der Ausstattung Pioneer und 14 Kilowattstunden in meiner Lieblingsausstattung Dolce. Die Reichweite steigt dadurch von bescheidenen 91 Kilometern über 177 Kilometer auf immerhin 230 Kilometer an. Geladen wird mit 1,4 kW bei der kleineren Ausführung bzw. 2,6 kW bei beiden größeren Modellen. Damit dauert ein Ladevorgang dann etwa 4 Stunden. Ich habe dir alle Modelle nochmal zusammengefasst, damit du den besten Überblick hast. Wenn du das Video kurz stoppst, kannst du sie dir im Vergleich einmal ansehen. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Erstens, der Name sagt es bereits. Elektro-Kleinautos sind klein. Massig Platz und ein endloses Kofferraumvolumen darfst du natürlich nicht erwarten. Aber trotzdem kannst du natürlich bequem in einem kleinen Elektroauto sitzen. Selbst für Menschen über 1,90 Meter ist das meistens problemlos möglich. Nur auf der Rückbank, da kann es schon mal eng werden, sofern die überhaupt da ist. Der Kofferraum reicht normalerweise völlig aus für Einkauf, Koffer und was du eben sonst noch gewöhnlich transportieren musst. Zweitens. Die kleinen Stromer kosten meist weniger als höherklassige Elektroautos und sind auch günstiger im Unterhalt. Allerdings bestehen zwischen den Marken teilweise ordentliche Preisunterschiede. Da solltest du also genauer hinschauen. Drittens, das natürliche Revier für Elektrokleinwagen ist der Stadtverkehr. Die Parkplatzsuche fällt viel leichter. Gleichzeitig sind die Elektromotoren so kraftvoll, dass in der Stadt für jede Menge Fahrspaß gesorgt ist. Und viertens, ihre Reichweiten sind generell alltagstauglich, wenn du vor allem auf der Kurzstrecke unterwegs bist oder eine überschaubare Strecke zur Arbeit pendelst. Doch selbst längere Fahrstrecken sind bei vielen Modellen auch gar kein Problem mehr. So, das war's von mir für heute. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann drück unbedingt den Like-Button und am besten jetzt gleich ein Abo dalassen. Denn hier auf dem Kanal findest du viele weitere spannende Videos zu den Themen Elektromobilität und Energiewende. Und tolle Artikel gibt's auch auf nbw.com und dem dazugehörigen Blog. Also, bis bald. Didu dir ist irgendwie lustig. Das wird mein nächster Song. Didu dir, da didu du. Lächeln. Das schneiden die nachher wieder in die Outtakes. Er bietet auf. Hört, hört! Gesellen und Gesellinnen. Ja gut, das war jetzt leicht übertrieben.